Was ist jetzt das Besondere an Canavieras? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, da brauchst du dich ja nur mal umgucken in der Stadt. Então, gente, vem! Willkommen in Canavieras im Bahia. Eine so kleine Stadt zieht so viele Menschen an. Woran liegt es? Und ist Canavieras eigentlich typisch brasilianisch? Der Frage gehen wir heute auf die Spur und sehen, was wir herausfinden können. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Alexandra und seit 4 Jahren gibt es bei mir die besten Orte zum Reisen und Leben in Südamerika. Bist du dabei? Los geht's! Die Küstenstadt im Bundesstaat Bahia hat eine Einwohnerzahl von 35.000 Menschen. Alles ist sehr entspannt hier und ein bunter Mix an Leuten lebt friedlich miteinander. Viele leben sogar im historischen Zentrum, weil es hier im Gegensatz zu anderen größeren Städten noch sehr viel Wohnraum gibt. Hier befinden wir uns im Sítio Histórico, dem historischen Zentrum der Stadt. Hupa. Der Sítio Histórico ist eine Sammlung von Kolonialgebäuden, gebaut im portugiesischen Stil. Die Holzrahmen und Fenster sind auch typisch für die Zeit. Dieses Viertel ist ein lebendiges Museum der Geschichte für Canavieras. Es zeigt die wirtschaftliche Blütezeit, als Canavieras ein wichtiger Mittelpunkt war für den Kakaoanbau und die Produktion. Heute sind diese Gebäude restauriert für Cafés, Restaurants und kleine Geschäfte. Ja, wen trifft man in dieser charmanten kleinen Stadt? Also, für wie lange bist du schon in Canavieras? In Canavieras bin ich jetzt ungefähr 22 Jahre. Was gefällt dir hier? Für mich bin ja sehr viel rumgereist, speziell auch in Brasilien. Für mich ist die Kombination mit einsamer Insel und funktionierender Kleinstadt eigentlich das Ideale. Das ist das, was ich gesucht habe. Ja, und dann wollte ich auch keinen Ort, der überlaufen ist, der Probleme hat mit dem Tourismus. Wir haben einen sehr gemäßigten Tourismus hier und also es genügt mir, dass ich meine Rechnungen damit bezahle. Aber ich meine, dass ich nicht reich wäre, war mir sowieso klar, will ich auch gar nicht. Hier sieht man die Prefeitura Municipal, das Rathaus, das auch vor wenigen Jahren noch nicht ganz so farbenfroh ausgesehen hat. Also ein anderes, weiteres restauriertes Gebäude. Es befindet sich hier auf diesem schönen Platz, der leider fast immer leer ist. Ab und zu wird er für Sportevents genutzt, Zumba oder Schulklassen kommen hierher für den Sportunterricht. Aber ansonsten ist hier eher wenig los. Jetzt gibt es gerade ein paar junge Männer, die hier Basketball spielen. Machen wir uns auf den Weg zum nächsten Auswanderer. Was macht er hier? Also Harald, du bist auch hier in Canavieras. Wie lange bist du schon hier? Ja, mindestens 12 Jahre. Aha. Ja, immer mit Abständen, aber mehr oder weniger regelmäßig. Okay. Und findest du, dass Canavieras eine typisch brasilianische Stadt ist? Eigentlich nicht. Nee, warum nicht? Es ist nicht so überlaufen, es ist nicht so tierisch laut und es ist durch die Fläche mit der Konstruktion Insel und Stadt und getrennt eine schöne Sache, wo man sich mal ganz was anderes aufhalten kann. Das
ist ganz nett. Die Kirche Matriz Gisons per Boaventura wurde auch erst vor kurzem restauriert, gleichzeitig mit diesem großen Platz hier. Es gibt wieder sehr viel Platz und wenig Leute. Findest du, dass Canaveiras eine typisch brasilianische Stadt ist? Nein, das ist es überhaupt nicht, weil wir Deutschen, wir suchen ja immer so eine gewisse Gemütlichkeit. Also allein das Wort schon, das gibt es ja eigentlich nur in Deutsch. Ne? Gemütlichkeit? Ja. Und das findest du halt hier nirgends. Entweder die Städte sind zu neu, zu modern oder sie sind dann alt und teilweise schäbig und schlecht erhalten oder aber tatsächlich die mit Tourismus dermaßen überlaufen. Das ist interessant mal anzugucken, aber zum Wohnen ist das nichts. Das ist der große Unterschied. Du musst wissen, was willst du? Suchst du einen Platz zum Urlaub machen oder willst du irgendwo dich niederlassen und wohnen? Und dann wollen die meisten Leute, die hier sind, wollen ihre Ruhe haben. Ja. Weniger ruhig geht es auf dem städtischen Markt zu. Er befindet sich zwischen mehreren Geschäften auf der meistbesuchtesten Straße von Canaveiras, Rua José Marcelino. Der Markt besteht aus verschiedenen Verkaufsständen. Der Mercado Municipal ist der pulsierende Lebensmittelpunkt von Canaveiras. Hier gibt es regionale Güter, frisches Obst und Gemüse und handgemachte Sachen. Hola, senhora, tudo bem? Hallo, wie geht's? Bananas pratas. Gibt's heute Bananen? Qual são boas? Welche sehen gut aus? Hast du Wechselgeld? Wenn man nach 18 Uhr ins historische Zentrum zum Abendessen kommt, könnte man meinen, in jahrhundertealten Gebäuden zu speisen. Doch sind sie wirklich so alt? Nein, die Privatinitiative ist das Interessante. Deswegen ist die Stadt so untypisch, weil die Stadt als solche existiert eigentlich erst seit 133 Jahren. Klar gab es eine Fischersiedlung, ein Fischerdorf, das ist ein paar hundert Jahre alt, aber das ist nicht zählenswert. Und durch den Kakaoboom, der fing ja schon an in den 20er, 30er, 40er Jahren im vorigen Jahrhundert, hatten die so viel Geld. Dann haben die als Reminiszenz an ihre portugiesischen Vorfahren, die ihre ganzen Lagerhallen im Hafen und die Büros und Kontore nachgebaut in dem alten portugiesischen Kolonialstil, als wären die 400 Jahre alt. In Wirklichkeit sind die um die 100 Jahre alt. Okay. Du siehst ja, wenn du spazieren gehst, siehst du die Baujahre von den Häusern. Hier zum Beispiel mein Haus, wo ich drin wohne, das ist jetzt relativ neu, das ist von 1942 oder so. Ne? Dann mein anderes Haus in der Stadt, das ist ein wunderschönes altes Haus. Der Baustil ist schlecht einzuordnen. Das ist von 1899. Ne? Und das hat man natürlich schön renoviert und hergerichtet. Und das ist eben passiert, dass Leute kamen eben von außerhalb, von den Großstädten aus Brasilien und haben sich hier so alte Ruinen gekauft und Häuser gekauft und haben die herrichten lassen in dem alten Baustil. Okay. Ne? Und der Trick war damals, also diese Reminiszenz, das wurde in dem alten Stil nachgebaut mit den ganzen Verzierungen oben, Ja. ne? Mit den Zinnen und dem ganzen Zeug drauf. Und je mehr Kohle die hatten, je mehr die protzen wollten, je mehr Verzierungen haben die auf die Häuser gemacht. So typisch jetzt Sitio Historico oder so, ne? Genau, Ja. genau. Und der Schlimmste ist da der Optiker, der hat es ein bisschen übertrieben. Wer ist Aber die der Leute finden das ganz toll. Okay. Ich glaube, es ist ein blaues Haus, der hat alles dran, Okay. bis zur Madonna noch und alles Mögliche. Ah, neben dem Steakhouse dort, oder? Ja. Warum hast du dich für Canaveiras entschieden? Ja, unter anderem, weil ich einen Tipp gekriegt habe, hier ist der Pit. Und dann wurde ich neugierig, ist aber wie gesagt schon lange her. Und das hat von Anfang an ganz gut geklappt, auch auf Vertrauensbasis und so. Dann haben wir uns immer gut verstanden. Und je öfter ich hier war, desto besser hat es mir eigentlich gefallen. Was gefällt dir besonders? Unter anderem, dass hier nicht so ein Riesentrubel ist, dass hier permanent alles auf Touristen abgestimmt ist, sondern je nach Sprachtalent kann man sich hier komplett auch mit den Einheimischen
engagieren oder unterhalten oder auch mit denen Freundschaften schließen oder das geht alles hier. Tudo bom? Alles klar? Então, Fernando. Also Fernando, glaubst du, dass Canavieras eine typisch brasilianische Stadt Eu ist? acho que sim, tem muitos costumes de brasileiro, Ich né? glaube schon. Es gibt viele brasilianische que é Sitten, típica da typisches região. Essen aus der Region und die Kultur. Und seit wann lebst du hier? Tem 6 meses. Seit 6 Monaten. Und du hast ein Restaurant hier? Isso, tem restaurante. Ja, ein Restaurant mit südbrasilianischer Küche. Fleisch vom Grill, Kalb, Würstchen und Picanha. Ah, sehr gut. Porco também. Und es gibt viele Ausländer hier, oder? Ja, das stimmt. Viele Europäer. Im Sommer kommen sie oft hierher. Da Europa migra muito para a região. Und was glaubst du, was gefällt den Auswanderern hier? Eu acho que é Ich glaube, das ruhige Leben, das angenehme Klima. Und sie werden hier gut behandelt. Sollte es deiner Meinung nach mehr oder weniger Tourismus geben? mais Es sollte mehr geben. Mehr Leute sollten diese wunderschöne Region kennenlernen. Das stimmt. Also kommt vorbei. Obrigada. Obrigada. Qual que é a tua página depois para nós seguir Legal. lá? E assim, Qual que é a tua página? no YouTube é Alexandra. Dieses und andere Restaurants am Hafen sind gut gelegen und bei vielen Auswanderern beliebt. Ja, ich nehme an, die Leute, die hierher kommen wollen, die haben die gleichen Beweggründe. Die suchen eben einen Platz, der touristisch nicht überlaufen ist und trotzdem eine Natur und Infrastruktur zu bieten hat. Dann natürlich sind ein Haufen Deutsche schon hier. Also ein Haufen ist übertrieben, aber es sind einige hier, dass sie doch immer Kontaktmöglichkeiten haben und auch die Möglichkeit haben, von den Erfahrungen der anderen Auswanderer zu profitieren, wenn sie es denn wollen. Ne, viele sind manche sind ein bisschen beratungsresistent. Die müssen dann ihr Lehrgeld wieder neu zahlen, was eigentlich nicht nötig ist. Aber generell ist es schon immer angenehm. Ich habe mir immer irgendwo, wo ich gereist bin, wenn es einen deutschen Kontakt gab, habe ich den aufgesucht oder mit dem ein Bier getrunken oder irgendwas. Irgendwelche Erfahrungen kriegt man immer. Ne? Und irgendwelche interessanten Info gibt es immer. Man muss halt filtern. Es sind viele Brasilianer hier von Sao Paulo, von Curitiba, auch von Rio, ne? Die eben die Ruhe und auch die Sicherheit. Ne? Du kannst hier nachts spazieren gehen ohne Probleme. Das interessiert kein Mensch. Ne? Das ist halt ein Riesenvorteil. Doch was passiert, wenn man sich mehr in Canavieras umsieht? Viele Häuser sind verlassen, zeigen eingestürzte Dächer und marode Bausubstanz. Wie kommt es dazu? Ja, die andere Seite von Canavieras sind diese verfallenen Häuser. Diese Gebäude wurden der Stadt geschenkt und sind leider am Verfallen. Trägt auch ein bisschen zum Charme der Stadt bei. Andererseits bleiben diese Gebäude leider unrestauriert. Ja, hier ein weiteres Gebäude, das der Stadt geschenkt wurde. Sieht interessant aus, oder? Aber nicht mehr im besten Zustand. Naja, du meinst an der Ecke, das ist ein Einzelfall. Das war eine Stiftung und die Stadt hat da nichts gemacht und da ist die Stuckdecke runtergefallen. Naja, das war früher die Bibliothek, die ist dann halt irgendwie mal eingestürzt und die Gemeinde hat dafür kein Geld, sagt sie. Okay. Kannst du was über den Tourismus in Canavieras sagen? Sollte es deiner Meinung nach mehr geben? Für mich ist es eigentlich okay. Der Tourismus hatte ein kontinuierliches Wachstum und der Vorteil ist, die Stadt wird damit fertig. Wir haben keine Probleme mit der Infrastruktur, wie es woanders gibt. Die kriegen ihren Müll nicht bewältigt, die haben Wasserprobleme, da kippt der Strom schon mal. Also Stromausfälle sind bei uns relativ selten. Ich will nicht sagen, dass es nie vorkommt. Ne?
Und in der Hochsaison, ob da jetzt mal, naja gut, es ist ja nicht viel, dann sind vielleicht 5.000 Leute mehr in der Stadt. Ne, die Stadt hat 30.000 Einwohner. Die können auch locker ohne Tourismus leben. Deswegen sind die nicht so sonderlich daran interessiert. Und vor allem vermarkten sie auch ihr Naturschutzgebiet nicht als solches. Ne? Überall in der Welt, wenn die Leute hören Naturschutzgebiet, wow, muss man mal gucken. Ne? Ja. Das ist hier nicht der Fall. Warum glaubst du, dass es so wenig Tourismus gibt? Könnte zum Teil an der Infrastruktur gelegen haben. Die Straße ist ja erst vor kurzem neu gebaut worden. Habt ihr ja bestimmt gesehen. haben wir Ne? gesehen. Jetzt habe ich gedacht, ich bin falsch gefahren, wo das so eine tolle Straße zu sehen war. Vielleicht auch an, na, sag mal so, die Ausstattung an Restaurants oder so ist jetzt nicht so exklusiv wie teilweise anderswo. Es gibt ein paar gute, aber Es gibt ein paar es ist schon gute sehr und selektiert. dann ist das aber auch gleich, naja, sag mal so, etwas eingeschränkt. Ja, das ist dann, da wo dann fast nur die Einheimischen hingehen, weil ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt hervorheben soll, aber die essen halt auch anders. Das Ja. ist halt auch so. Ne? Also der europäische Essensstil und der brasilianische, die unterscheiden sich schon deutlich. Ja. Und dann gibt es die Mixtur oder eben das recht hier vorne am Hafen, wo alle eigentlich begeistert sind davon. Ja, Sitio Historico. Und Genau, ja. genau, da passt das schon ganz gut. Außerhalb des Zentrums kommt man zum Fluss, der die Stadt von der Insel trennt. Hier trifft man auf die wohl wichtigste Tradition in Canavieras. Hier sind wir jetzt am Rio Pardo. Man sieht viele Fischerboote und Canavieras ist historisch gesehen ja nicht nur landwirtschaftlich bekannt für den Kakaoanbau, sondern auch für die Fischerei. Canavieras als Stadt liegt am Rio Pardo und ist umgeben von verschiedenen Flüssen, von Mangrovenwäldern und vom Atlantischen Ozean, was es zum idealen Standpunkt macht für die Fischerei. Viele Familien leben von der Fischerei und die Kenntnisse und Traditionen werden von Generation zu Generation weitergegeben. Somit ist der Fischfang ein wesentlicher Bestandteil der lokalen Wirtschaft und der Kultur in Canavieras. Ebenso trägt es zur Identität bei und vor allem Charme. Hier vor Ort trifft man lokale Fischer, die man auch beauftragen kann, wenn man zum Beispiel bestimmte Fische oder wie wir vor kurzem Austern bestellen möchte. Diese Fischer machen sich dann auf den Weg durch die Mangrovenwälder und kommen dann am gleichen Tag noch zurück mit den bestimmten Austern oder was man auch immer bestellt hat. Hier haben wir eine schöne Sicht auf den Fluss und hier drüben kann man sogar die Insel von Canavieras sehen, Ilha Atalaya. Wir machen uns zu Fuß auf den Weg auf die Insel. Ein Spaziergang von weniger als einer halben Stunde. Auf der Brücke, die auf die Insel führt, reflektiere ich nochmal über die Eindrücke des Tages. Was macht Canavieras so besonders? Die charmante Architektur der Stadt wirkt wie für Touristen gemacht. Trotzdem bleiben diese oft aus. Die verfallenen Häuser waren teilweise abschreckend, andererseits bieten sie viel Potenzial für neue Investitionen. Dann sind da noch die einsame Insel direkt vor der Haustür und die europäische Gemeinschaft im Ort. Ist es das, was es für so viele Auswanderer so geeignet macht? Ich kann sonst für den Anfänger Canavieras nur empfehlen, der also nicht Ansprüche hat an Tourismus, jetzt muss das passieren, das passieren. Das habe ich in Rio mal gemacht, wo wir dann jeden Tag unterwegs waren und. Aber wenn man genau das Gegenteil möchte, wo hier alles relaxed ist, und da waren auch schon ein paar Freunde von mir hier, die waren begeistert von dieser Ruhe und von dieser Gelassenheit hier. Ah, ja. Das ist eigentlich der Punkt an der Sache. Super Deshalb Punkt, ja. Empfehlung genau für diese Interessenten. Also, wir stehen jetzt auf der Brücke, die die Stadt Canavieras mit der Insel Atalaya verbindet. Und ich stelle nochmal die Frage, ist Canavieras eine typisch brasilianische Stadt? Also teilweise ja, in seiner Entspanntheit und der bunte Mix an Leuten, die miteinander leben, aber teilweise eher untypisch, weil für die Größe der Stadt, wie klein sie ist, leben sehr viele Auswanderer hier und eigentlich gibt es sehr wenige Touristen.
Ist das vielleicht, weil sie alle hier bleiben? Wir gehen dem Ganzen auf die Spur und gehen jetzt auf die Insel vor Canavieras, werden dort Auswanderer suchen und die endlosen Strände erkunden. Wenn ihr die Insel vor Canavieras besser kennenlernen wollt, schaut rein ins nächste Video. Los geht's!